Für dieses Projekt benötigen wir eine Bohrmaschine, einen Gardinenring mit einem Durchmesser von 2,8 cm, Holzperlen, ein Holzschneidebrett oder man kann auch eine Baumscheibe nehmen und Baumwollseil mit einem Durchmesser von 4 mm. Ich habe mir jetzt 3 Punkte markiert und werde jetzt mit der Bohrmaschine da Löcher reinbohren und die müssen so groß sein, dass da insgesamt 4 dieser Schnüre durchpassen. Als erstes schneidet man sich 6 Schnüre mit einer Länge von jeweils 4,5 Metern zurecht und greift die Schnur dann in der Mitte, nimmt dann seinen Gardinenring und befestigt die Schnur so an den Ring. So, als erstes teilen wir uns das hier so in der Mitte auf und nehmen uns jetzt von den linken Schnüren die ganz rechte, das wird unser Leitfaden, den halten wir so schräg, nehmen dann den nächsten Faden und führen ihn über den Leitfaden nach hinten, nach vorne durch diese Schlaufe und ziehen das hoch. Und machen das nochmal, also über den Leitfaden, dann nach hinten und durch die Schlaufe von hinten nach vorne durch, halten den Leitfaden immer straff und ziehen den Knoten nach oben. Das machen wir jetzt mit jeder Schnur 2-mal und achten darauf, dass wir hier so ein bisschen nach links unten gehen. So, das gleiche machen wir auf der rechten Seite. Das heißt, wir nehmen hier die linke Schnur, das wird unsere Leitschnur und machen das gleiche spiegelverkehrt quasi. Wenn das dann auf beiden Seiten gemacht ist, nehmen wir wieder dieselbe Leitschnur und führen die Knotenfolge jetzt in die Mitte nach rechts unten und gehen dabei genauso vor wie davor. Also mit jedem Faden machen wir 2 dieser Knoten. Als nächstes nehmen wir uns die mittleren 4 Schnüre und machen einen Kreuzknoten. Das heißt, wir legen die linke Schnur über die 2 mittleren und unter die rechte Schnur und die rechte Schnur unter die 2 mittleren und hier durch diese Schlaufe von hinten nach vorne ziehen wir den Faden dann und ziehen den Knoten nach oben und das gleiche machen wir spiegelverkehrt, also den rechten Faden über die 2 mittleren und unter den linken Faden und den linken Faden unter die 2 mittleren und von hinten nach vorne durch die Schlaufe ziehen und festziehen. Somit haben wir jetzt einen Kreuzknoten und dann machen wir mit etwas Abstand noch einen Kreuzknoten. So, und den ziehen wir jetzt an den anderen dran. So, dann bilden sich hier so 2 Schlaufen und als nächstes geht es wieder weiter wie hier oben. Das heißt, wir nehmen diese Schnur als unsere Leitschnur und machen eine Knotenabfolge nach links unten.
So, und als nächstes machen wir dasselbe wie hier oben. Das heißt, wir führen die Knotenfolge wieder hier in die Mitte nach unten. Dann machen wir das gleiche wieder wie hier oben. Das heißt, wir machen 2 Kreuzknoten. Schieben die zusammen. Als nächstes nehmen wir uns die 4 Schnüre hier und flechten das Ganze. Das heißt, wir führen erst die Schnur über, unter und über die anderen. Nehmen dann die linke wieder und führen die über, unter, über und machen das immer so weiter. So, wenn wir das jetzt auf beiden Seiten gemacht haben, nehmen wir uns hier die 2 linken Schnüre und hier die 2 rechten und werden jetzt dann direkt hier drunter einen Kreuzknoten machen. So, und das ziehen wir jetzt so zurecht, dass es so einen kleinen Bogen macht. Und das gleiche machen wir auf der linken Seite auch. Als nächstes nehmen wir uns dann hier die linken 4 Schnüre und machen immer die erste Hälfte des Kreuzknotens. Das führt dann dazu, dass sich das Ganze dann spiralförmig dreht. So, ich habe jetzt insgesamt jeweils 20 dieser Knoten gemacht und als nächstes ziehen wir auf diese 2 mittleren eine Perle und dann werden die äußeren Schnüre zu den inneren, das heißt, wir legen die nach innen und machen dann genauso weiter wie hier oben, das heißt immer die erste Hälfte des Kreuzknotens. Als nächstes nehmen wir uns dann unser Brettchen und fädeln die jeweils 4 Schnüre durch ein Loch. Wenn dann alles durchgezogen ist, machen wir direkt unter dem Loch einen Kreuzknoten. Und das machen wir hier und da genauso. So, und dann nimmt man sich 2 von diesem einen Bündel und 2 von dem anderen, führt die zusammen und macht da einen Kreuzknoten. So, das gleiche machen wir jetzt mit den anderen auch. Wenn das dann gemacht ist, macht man das gleiche versetzt nochmal, also nimmt sich hier die 2 linken und da die 2 rechten Schnüre und macht auch nochmal einen Kreuzknoten.
So, das gleiche machen wir nochmal, nur diesmal ein bisschen näher an den anderen Knoten dran. So, zum Schluss nehmen wir uns noch einen Faden und den wickeln wir jetzt ein paar Mal um die anderen Fäden drumherum. So, und den verknoten wir dann auch noch. Zum Schluss kann man dann noch so ein paar Holzperlen auffädeln und dann ist man auch schon fertig.